Hallo und herzlich willkommen bei den Coffee Tasters. Wir zeigen euch jetzt ganz genau, wie ihr die Brühgruppe des Siemens EQ6 richtig reinigt und einfettet, damit sie euch dauerhaft guten Espresso und Kaffee zubereitet. Wir benutzen dafür dieses Pflegeset hier. Darin sind verschiedene Bürsten, Silikonfett und Dichtungen enthalten, um eure Brühgruppe guten Schuss zu halten. Wir verlinken euch das Set unter dem Video. Bevor ihr mit der Reinigung loslegen könnt, müsst ihr den Vollautomaten auf jeden Fall ausschalten. Denn nur dann fährt die Brühgruppe in die richtige Position, um sie entnehmen zu können. Dann öffnet ihr die Abdeckung auf der rechten Seite des Vollautomaten und entriegelt die Brühgruppe über diesen kleinen Schalter. Jetzt drückt ihr den Hebel hier rechts nach unten, zieht sie langsam heraus und lasst den Hebel wieder los. Das sollte alles ganz einfach gehen. Bitte keine Kraft anwenden, denn sonst macht ihr im schlimmsten Fall etwas kaputt. Direkt auf der Brühgruppe seht ihr zwei wichtige Hinweise. Ihr sollt die Brühgruppe nicht in die Spülmaschine legen und sie nur mit klarem Wasser abspülen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht wieso. Das kann ich euch verraten. Einzelne Teile der Brühgruppe sind beweglich, wie ihr seht. Und damit sie sich geschmeidig bewegen können, sind einige Stellen mit einer dünnen Schicht Silikonfett eingerieben. Zum Beispiel diese Schienen hier, auf denen die Brühkammer bewegt wird. Spüli würde dieses Fett entfernen und dann könnte die Brühgruppe verklemmen oder sogar beschädigt werden. Daher ist es eine gute Idee, regelmäßig etwas Silikonfett aufzutragen. Wir zeigen euch dann nach der Reinigung genau, welche Stellen wichtig sind. So sieht die Brühgruppe nach ungefähr 3 Tagen im Einsatz aus. Es sind schon ein paar Kaffeereste zu finden, wie ihr seht. Und damit die nicht den Geschmack beeinflussen, empfehlen wir euch, die Brühgruppe mindestens einmal wöchentlich abzuspülen. Jetzt nehmt ihr erstmal diesen kleinen Deckel ab. Einfach auf beiden Seiten oben leicht ziehen. Denn dann ist auch der Presskolben dahinter gut zu erreichen. Und noch ein kleiner Tipp. Ihr könnt auch diese größere Dichtung abnehmen. Sie wird über 2 kleine Halterungen, einmal hier und dort unten fixiert. Einfach beide Halterungen lösen und dann könnt ihr die Dichtung direkt mit sauber machen, denn dahinter versteckt sich auch immer etwas Kaffeepulver, wie ihr seht. Jetzt spült ihr alles gründlich mit lauwarmem Wasser ab. Am besten nutzt ihr noch einen Pinsel oder eine Bürste. Wir nehmen die große Bürste aus dem Pflegeset, denn die kommt perfekt in alle Ecken. Ihr könnt aber auch eine Zahnbürste nehmen. Einfach alle zugänglichen Stellen einmal richtig abbrausen und möglichst viele Kaffeereste ausbürsten. Da entwickelt jeder mit der Zeit seine eigene Technik. Oh, und natürlich den Bereich unter der Dichtung nicht vergessen. Dann spült ihr noch die Dichtung selbst ab und lasst danach alles komplett an der Luft trocknen. Anschließend nehmt ihr ein feuchtes Tuch oder Küchenrolle und wischt die Kaffeereste im Innenraum aus. Einmal hier oben die Halterung der Brühgruppe und dann hier unten über der Auffangschale. Beim Siemens EQ6 schaut das immer alles recht ordentlich aus. Das haben wir bei manchen anderen Vollautomaten aber auch schon ganz anders erlebt. Nachdem eure Brühgruppe wieder sauber und trocken ist, kommen wir jetzt zur Pflege. Wichtig sind dabei besonders 2 Punkte. Erstens das regelmäßige Einfetten beweglicher Teile und zweitens der Austausch wichtiger Dichtungen. Die O-Ringe sind sogar in 3-facher Ausführung dabei. Da lohnt sich das verlinkte Pflegeset richtig, denn es sind alle wichtigen Dichtungen und Silikonfett mit dabei. Es gibt insgesamt 3 Dichtungen, die ihr austauschen könnt. Das ist einmal diese größere Formdichtung. Die könnt ihr nach 3 bis 4 Jahren tauschen oder wenn sie euch nicht mehr elastisch genug erscheint. Dann gibt es noch den großen O-Ring am Presskolben und diese kleine Dichtung hier an der Wasserleitung. Die beiden werden mit der Zeit etwas porös, daher fettet ihr sie am besten alle paar Monate ein wenig ein. Dann müsst ihr sie frühestens nach 2 Jahren tauschen und wie das geht, zeigen wir euch jetzt mal an dem größeren O-Ring. Hier ist die große Bürste sehr praktisch, denn mit dem hinteren Ende des Griffs könnt ihr einfach unter die Dichtung fahren und sie relativ leicht raushebeln. Bei uns sieht sie noch fast wie neu aus. Hier ist zum Vergleich ein neuer O-Ring.
Die sind meiner Meinung nach qualitativ identisch mit dem Original, auch wenn sie nicht offiziell von Siemens sind. Jetzt fettet ihr die neue Dichtung etwas von der Innenseite ein und verteilt alles möglichst gleichmäßig. Einfach mit dem Finger einmal rundherum streichen und dann drückt ihr den O-Ring vorsichtig wieder auf den Presskolben. Da ist ein wenig Fingerspitzengefühl gefragt. So, jetzt sitzt er wieder richtig. Jetzt verteilt ihr rund um den Kolben und auch von außen auf dem O-Ring noch etwas Silikonfett, bis eine leicht glänzende Schicht entsteht. Das war schon etwas viel, das reicht für beide Seiten. Denn hier ist weniger auf jeden Fall mehr, da das Fett sehr ergiebig ist. Es reicht aus, wenn ihr das 2- bis 3-mal pro Jahr macht. Neben dem Kolben solltet ihr außerdem die Schienen leicht einfetten, denn darauf wird die Brühkammer bewegt und wir wollen ja nicht, dass es mit der Zeit quietscht. Dafür drückt ihr diesen Schalter hier nach rechts, denn dann lässt sich die Brühkammer frei bewegen. Jetzt drücken wir dieses Teil nach vorne und sehen dann hier die führenden Schienen. Es reicht auf jeder Seite ein kleiner Tropfen. Einmal hier und jetzt noch auf der anderen Seite. Jetzt wollen wir das Fett noch schön verteilen und bewegen die Brühkammer dafür einfach ein paar Mal manuell hin und her. Dann schieben wir sie nochmal hoch in Richtung Presskolben und wieder nach unten. So, das sollte jetzt reichen. Hier seht ihr auch mal schön, wie die Brühgruppe funktioniert. Das ist die Brühkammer, in die das Kaffeepulver nach dem Mahlen fällt. Die wird dann nach oben gegen den Presskolben geschoben. Dort wird das Pulver zum typischen Kaffeepuck verdichtet. Hier neben kommt das ca. 96 Grad heiße Wasser an, wird dann unter hohem Druck durch diese kleinen Düsen im Presskolben und anschließend durch den Kaffeepuck gepresst. Danach wird der Espresso über diese Leitung direkt in eure Tasse befördert. So, jetzt setzt ihr noch die Formdichtung wieder auf. Achtet auf jeden Fall darauf, dass beide Halterungen richtig greifen und sich die Dichtung hier genau auf die Brühgruppe setzt. Dann klickt ihr noch den kleinen Deckel wieder ein. Einfach dort unten ansetzen und oben festdrücken. Anschließend checkt ihr nochmal, ob die Brühgruppe entriegelt ist, denn nur dann lässt sie sich auch wieder einsetzen. Vorsichtig reindrücken, bis der Hebel hier rechts kurz klackt und dann verriegelt ihr die Brühgruppe wieder. Abdeckklappe aufsetzen und das war's. Wir haben den Vollautomaten jetzt wieder eingeschaltet und wollen euch noch das automatische Reinigungsprogramm zeigen. Dabei wird die Brühkammer von Fett und Öl der Kaffeebohnen befreit. Das macht besonders Sinn, wenn ihr die Bohnensorte wechseln wollt. Laut Anleitung sollt ihr die originalen Siemens-Tabletten nutzen. Mit einer günstigen Alternative klappt es aber auch sehr gut. Wir verlinken euch einfach beide unter dem Video. Dann geht ihr ins Menü, wählt Reinigung und Pflege und dann Reinigen. Jetzt werdet ihr über das Display Schritt für Schritt durch das Programm geführt. Zuerst wird die Abtropfschale geleert und wieder eingesetzt. Das haben wir jetzt schon mal gemacht. Dann werft ihr eine Reinigungstablette in die Schublade für Kaffeepulver. Die Tablette landet genau in der Brühkammer und anschließend könnt ihr auf Start klicken. Das Programm dauert insgesamt nur rund 9 Minuten. Ihr werdet nach 200 Bezügen automatisch daran erinnert. Die Meldung erscheint auch immer wieder, bis ihr die Reinigung durchgeführt habt. Denn Siemens legt großen Wert auf Hygiene und das ist richtig so. Es ist auch wirklich kein großer Aufwand, wie ihr seht. Wenn ihr alle Tipps aus diesem Video umsetzt, habt ihr schon mehr für die Pflege eures EQ6 getan, als laut Anleitung notwendig ist. Aber genau diese kleinen Dinge sind entscheidend, wenn ihr lange etwas von eurem Vollautomaten haben wollt. Falls ihr noch weitere Tipps für die Community habt, schreibt uns gerne einen Kommentar und unterstützt uns durch einen Like. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick von den Coffee Tasters.